Willkommen aus dem Volksparkstadion in Hamburg zum Viertelfinale Nummer 2 zwischen Albanien und Österreich. Es wird gesucht, der Halbfinalgegner der deutschen Nationalmannschaft, die sich ja schon gegen Tschechien ganz knapp mit 3:2 durchgesetzt hat. Und heute wollen wir mal sehen, welche der beiden, ja, Überraschungsmannschaften würde ich das nicht sagen. Österreich zählt schon so etwas wie vielleicht Geheimfavorit oder Dark Horse, sage ich ja immer gerne. Also wirklich eine Mannschaft, die es wirklich weit schaffen könnte. Albanien dagegen, das ist sehr überraschend, vor allem in der Prognose hier, dass sie bislang bis ins Viertelfinale gekommen sind. Haben sich im Achtelfinale gegen die Türkei durchgesetzt nach Elfmeterschießen, haben da nach Verlängerung 2:2 gespielt. Österreich hat ja auch nach Elfmeterschießen gewonnen, haben da aber ein wesentlich ruhigeres Spiel gehabt in dem Sinne. Also wenig Chancen gegen Belgien, die einzige Chance in den ersten 10 Minuten und von da an nichts weiter. Also viel Mittelfeldgeplänkel gegen Belgien. Auch eine der großen Mitfavoriten wie immer. Jetzt gucken wir mal auf die Albaner mit der ersten Chance nach 4 Minuten. Von daher, der Sieger der heutigen Partie trifft dann im ersten Halbfinale in München auf die deutsche Nationalmannschaft. Also so ein Duell Deutschland-Österreich hätte schon was fürs Halbfinale. Wenn es denn soweit kommt, ist ja theoretisch möglich, wenn gegebene Konstellationen zustande kommen. Die besten Gruppendritten, auch aus den jeweiligen Gruppen, dann rausgehen. Das muss man dann erstmal sehen. Bei der richtigen Europameisterschaft. Hier bei unserer Prognose haben wir dann natürlich noch England gegen Spanien und Dänemark gegen Frankreich. Das sind auch nochmal 2 Partien. Besonders bei England gegen Spanien. Da bin ich sehr, sehr gespannt, ob die Spanier auch hier ihre gute Leistungen fortsetzen können. Die Franzosen, ob die ihrer großen Titelfavoritenrolle gerecht werden. Wie gesagt, zur Zeit, Stand des Videos, haben sie mich noch nicht so überzeugt. Aber zweites Spiel haben sie heute gegen die Niederlande mit Mbappé, mit Maske. Bin sehr, sehr gespannt, wie sie das dann da beschreiten werden. Und jetzt kommen die Österreicher zum ersten Mal über Sabitzer. Sabitzer ist im Strafraum, den greift keiner an. Sabitzer nochmal. Und Gregoritsch. Und Wimmer ist dahinter. Und der erste Eckball. Auch für die Österreicher. Das ist ein munterer Beginn. Hier Albanien mit der ersten Chance. Jetzt die Österreicher vorne. Die ja besonders hier in der Gruppenphase auch sehr überzeugt haben. Haben die Polen mit 5:1 geschlagen. Und gegen Frankreich einen Unentschieden geholt, standen da ganz kurz vor einem Sieg. Und auch gegen die Niederländer sah das nicht so verkehrt aus. Also, zumindest in der Prognose ist mit den Österreichern zu rechnen. Aber genauso Albanien, die das wirklich hier überragend bislang machen. Also in der Gruppenphase auch gegen Italien und gegen Spanien 2 späte Remis geholt haben. Ne, gegen Kroatien. Gegen Spanien haben sie ja 0:0 gespielt. Gegen Kroatien auch ein spätes Unentschieden. Jetzt sind sie wieder vorne über Broja und über Seferi. Nächste Chance. Also auch hier wird es direkt nicht langweilig. Wir haben viele Chancen auf beiden Seiten. Von daher ist das auch immer für mich eine sehr, sehr coole Sache. Wenn ich das nicht so als Highlight kommentieren muss, sondern halt auch live. Ist dann natürlich auch was ganz anderes. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ihr sowieso nicht, aber ich weiß es dann nach der Aufnahme. Ihr wisst es dann erst, wenn das Video draußen ist. Das ist schon sehr, sehr geil. Und hat auch irgendwas. Und vor allem, wenn dann auch mal so 1, 2 Außenseiter mit dabei sind. Also Albanien im Viertelfinale, wenn ihr da Geld drauf setzt, ich glaube, da bist du um ein paar Cents reicher. Und Albanien ist schon wieder vorne. Besonders über Seferi und über Broja. Das sind vorne so 2 Spieler, die eigentlich das Spiel prägen, der Albaner. Die viel am Ball können. Broja ist ja vom FC Chelsea, also auch ein nicht ganz so verkehrter. Aslani, aber auch Österreich, haben auch viele, viele Leute aus der Bundesliga. Gefühlt spielt da die ganze Bundesliga. Wimmer Wolfsburg, Bama Baumgartner Leipzig, Gregoritsch Freiburg, Leimer bei den Bayern. Also da ist schon viel Qualität aus der Bundesliga auch vorhanden und das ist halt auch ziemlich cool. Nächste Chance, Seiwald, Gregoritsch, jetzt vielleicht mal die Chance. Die Albaner haben ein bisschen Platz gelassen, aber sind sofort wieder hinten da. Und man merkt halt, es ist ein Viertelfinale, es geht um viel. Ja, hier riskiert niemand etwas, noch nicht zu sehr. Aber natürlich wollen beide Mannschaften, denke ich, vor der Verlängerung hier gewinnen. Albanien kommt, nächste Chance, wieder abgeblockt. Also kann man sagen, beide Abwehrreihen bislang stehen gut. Es gab Chancen auf beiden Seiten. Noch keine Tore, aber das wird sich dann aller spätestens im Elfmeterschießen ändern. Da müssen dann Tore geschossen werden. Wir sind mal gespannt, ob es dahin überhaupt kommt.
Oder ob es vorher irgendeine Mannschaft gibt, die hier das Ding klar macht. Jetzt die Österreicher wieder mit einer Chance. Sabitzer und Gregoritsch. Gutes Zusammenspiel. Und auch Gregoritsch aus Spitzenwinkel. Aber damit kannst du Berisha nicht überwinden, der gegen die Türkei dann natürlich im Elfmeterschießen grandios gehalten hat. Und die Albaner ziemlich zielsicher. Und natürlich auch überraschend gegen die Türken sich durchgesetzt. Wieder Österreich, über Leimer, wieder Sabitzer, der auch seine Beine oft vorne in jeder Aktion mit drin hat. Aber dann dieses Hackespitze 1, 2, 3. Das ist, glaube ich, nicht so angebracht hier. Gerade bei so einem Spielergebnis halt noch und bei so einem Spielverlauf, da würde ich vielleicht noch nicht die Hacke auspacken. Die Albaner, ein Fehlpass, natürlich auch für die eine große, ich will nicht sagen Belastung, aber auch eine große Herausforderung. Die können eigentlich nur gewinnen. Also Viertelfinale ist schon das höchste der Gefühle. Schon alleine, wenn man über die Gruppenphase hinauskommen sollte, ist ja auch realistisch noch möglich. Dazu müsste aber gegen Spanien gewonnen werden. Oder zumindest in Remis geholt werden, dass man vielleicht noch als Gruppendritter weiterkommt, aber das wird dann halt schwer. Aber mal gucken, bei dieser EM, da ist so vieles möglich. Warum nicht? Die Österreicher kommen über Seiwald nochmal, kurz vor der Pause vielleicht nochmal eine Chance. Und dann denke ich mal, anders als unsere erste Viertelfinalbegegnung, wird das hier torlos in die Pause gehen. Aber es bleibt weiterhin sehr, sehr spannend. Ein sehr aufregendes Spiel. Die Albaner nochmal über Seferi, aber ich glaube, das wird nicht mehr zu einer Chance führen. Oder doch, Michay, der kommt sogar durch. Und die Österreicher sind dann doch da in der Verteidigung. Also haben sie doch nochmal hinbekommen. 3 Minuten sind rum, von daher machen wir eine kurze Pause. Sind dann gleich wieder da hier aus Hamburg zur zweiten Hälfte mit Albanien und mit Österreich. Weiter geht's mit Halbzeit 2 aus Hamburg. Albanien 0, Österreich 0. Sehr, sehr spannendes Spiel. Chancen gab es schon auf beiden Seiten. Das ist so ein typisches Spiel, das könnte eventuell doch nach Elfmeterschießen entschieden werden. Also hier will niemand irgendwas riskieren. Ich glaube auch, dass wenn die erste Mannschaft hier mal ein Tor gemacht hat, dass das vielleicht auch schon so ein bisschen die Vorentscheidung sein könnte, weil dann die andere Mannschaft mehr aufmachen muss. Und gerade in so einem K.O.-Spiel, wenn du dann nach vorne spielen musst, auf Risiko spielen musst, dann ist das eigentlich dein Todesurteil. Aber wir gucken mal, wie sich das hier entwickelt. Österreicher kommen über Seiwald. Erste Chance vielleicht. Aber auch Albanien. Bockstark bislang hinten in der Abwehr. Die nächste Chance, jetzt halt bei Rami so ein bisschen Platz. 53. Ramdani. Oh, auf Seferi. Gut gemacht, aber auch da wieder. Da kannst du eigentlich schon die Uhr nachstellen. Die Österreicher auch hinten in der Verteidigung. Sehr, sehr stabil, sehr, sehr gut. Und nach vorne hin vielleicht jetzt die Chance über Wimmer. Ja, schnell, quirlig. Technisch sehr versiert, aber dann auch mit dem Kopf durch die Wand. Aber genauso die Albaner, die dann von Lienhardt gebremst werden. Wieder Albanien über Aslani. Vorne Broja bringt sich mal in Position. Asani. Da ist Broja mit der großen Chance. Vergisst aber den Ball. Und das sind dann halt die Qualitätsunterschiede. Ne? Auch im Gegensatz zu großen Nationen. Da muss dann halt auch mal so ein Ball verwertet werden. Aber in so einem K.O.-Spiel kann auch jeder jeden schlagen. Sind auch wieder 3 Euro ins Phrasenschwein. Solche Fehlpässe darfst du natürlich nicht machen. Aber daran sieht man halt, hier steht viel auf dem Spiel. Ein Halbfinaleinzug ist für beide Mannschaften nicht alltäglich. Sowohl für Österreich als auch noch weniger für Albanien. Also wenn es dann irgendeinem zuzutrauen wäre, dann, wenn dann Österreich. Arnautovic kommt für Baumgartner. Also ein etwas anderer Spielertyp, der mehr über seinen Körper kommt, mehr Ball halten, aber auch einen guten Abschluss hat. Und Arnautovic, bekannt aus Funk und Fernsehen, ist schon fast überall rumgekommen in Europa. In der Bundesliga, in Italien. Und auch Albanien wechselt Laci für Asani ein. Vielleicht wird ja so ein Spiel auch durch eine Standardsituation entschieden. Vielleicht wird auch so ein Spiel durch eine Standardsituation entschieden. Eckball, Freischuss. Das ist immer mal schnell rausgeholt. Oder vielleicht ringt sich doch noch irgendeine der Mannschaften hier durch und macht in den 90 Minuten hier das Ding klar. Aber danach sieht es momentan nicht aus. Dazu jetzt zu wenig Aktion vor dem Tor, eher im Mittelfeld. Viele Ballverluste, unnötige Ballverluste.
Ja, komm, sag ich schon, kommt Albanien mit Broja aus Spitzenwinkel. Und es gibt den Eckball. Pennt zwar noch dran. Ich glaube, der wäre aber auch vorbeigegangen. Aber ein Ball in die Tiefe reicht. Mal schnell gespielt und dann war er wohl noch dran. War jetzt so gar nicht zu sehen aus der Wiederholung. Aber es gibt den Eckball. Ja, bei Rami und Seferi, über den halt viel geht. Technisch sehr, sehr feiner Fußballer. Nochmal bei Rami. Broja, wieder Seferi. Außen gegen Posch, auch ehemaliger Bundesligaspieler, jetzt in Italien unterwegs. Also ich werde das Gefühl nicht los, dass wir hier bis ins Elfmeterschießen gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine der Mannschaften hier vielleicht ein Tor noch vor der 90 Minuten schießt. Aber gucken, vielleicht werden wir gleich eines Besseren belehrt. Ball zunächst geklärt, Leimer ist da, Posch genauso. Der die Albaner jetzt aber in eine gute Situation bringt. Unten Seferi wäre frei. Hat jetzt mal die Außenbahn. Und Broja bringt sich wieder in Position, dann geht es wieder hinten rum. Natürlich, niemand will was riskieren. Aber irgendeiner muss irgendwann. Seferi, Broja, nächste Chance jetzt. Albanien im Strafraum mit Mitai. Laci, viele Männer bei Rami. Jetzt mit der Chance und der Dosenöffner. Eine Viertelstunde vor Schluss und Albanien führt gegen Österreich. Die machen einfach weiter. Sind die Österreicher die Nächsten, die dran glauben müssen, nach den Türken. Das war mal schnell gespielt. Zack, 1, 2 Kontakte in die Tiefe und dann sind die Chancen da. Weil die Lücken, die gibt es immer. Du musst sie halt nur schnell und gut bespielen. Und Bayrami pennt ohne Chance da den Ball zu halten. Und Albanien ist nur noch 15 Minuten vom Halbfinale entfernt gegen Deutschland. Also wenn das hier einer getippt hätte, ich glaube, den hätten wir erstens für verrückt erklärt. Und zweitens, wie gesagt, hätte er Geld drauf gesetzt, dann wäre er jetzt, glaube ich, um ein paar Cents reicher. Und vielleicht hat es jetzt diesen Dosenöffner einfach gebraucht. Vielleicht kommen die Österreicher jetzt doch nochmal. Oh, großer Fehlpass, Berisha. Was macht er da? Er geht nicht richtig raus. Gregoritsch. Pfosten. Was für eine kuriose Szene. Berisha kommt nicht entscheidend raus. Dann macht Gregoritsch alles richtig. Fast alles richtig. Und da muss er das Ding eigentlich machen. Das Tor war frei. Er muss ihn nur reinschieben mit rechts, mit seinem schwächeren Rechten. Aber der muss auch rein. Oh, ob so eine große Chance nochmal wieder kommt. Also jetzt hatten wir fast die 70 Minuten Leerlauf. Und jetzt innerhalb von 10 Minuten das 1-0 und die große Chance zum Ausgleich. Aber das sind natürlich Chancen, die kriegst du so oft nicht. Und die musst du dann natürlich gerade jetzt in so einem Viertelfinale nutzen. Weil du kannst die Fehler bald nicht mehr beheben. Es sind nur noch 7 Minuten mit Nachspielzeit und dann ist Österreich draußen. Baliu kommt nochmal für Mitai, der mit dran beteiligt war an der Führung. Und das wäre wirklich eine absolute Sensation, wenn Albanien hier ins Halbfinale einzieht. Würde dann gegen Deutschland spielen. Natürlich auch da der Außenseiter auf dem Papier, auf dem Platz natürlich auch. Aber man hat gesehen, die Slowenen gegen die Deutschen, die können auch mithalten. Und genauso kann Albanien Deutschland große Probleme bereiten, wenn es in Albanien wird. 4 Minuten. Und dann wird, glaube ich, ganz Albanien auseinandergenommen. Dann wird gefeiert, 3 Tage durch bis zum nächsten Halbfinale. Das ist ja der absolute Wahnsinn. Aber dafür ist halt auch so eine Prognose mal da. Dass genau solche Situationen eintreffen können, das wird wahrscheinlich in echt nicht so passieren. Also ich glaube jetzt nicht, dass Albanien es bis ins Viertelfinale, geschweige denn bis ins Halbfinale schafft. Aber wer weiß. Die Österreicher, die fahren auf jeden Fall nach Hause in unserer Prognose. Wenn sie jetzt nicht nochmal Gas geben. Noch 2 Minuten, aber dann muss der Ball nach vorne. Aber es sieht nicht so danach aus. Ich glaube, wir haben hier die nächste große Sensation in unserer Prognose. Dass Albanien ins Halbfinale einzieht, das erste Halbfinale komplettiert und dort dann in München auf Deutschland trifft. Und genau so ist es. Österreich, will man da von einer Blamage reden, auf jeden Fall von einer riesen Enttäuschung. Es war so groß, die Chance ins Halbfinale einzuziehen. Jetzt macht es aber Albanien, die mit 1:0 hier gewinnen. Und die ersten beiden Viertelfinalbegegnungen, die haben schon mal richtig viel Unterhaltung versprochen. Und wir haben dann noch Dänemark, Frankreich und England, Spanien in den nächsten Tagen. Von daher bleibt auf jeden Fall dran. Lasst einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo. Das erste Halbfinale steht. Deutschland gegen Albanien. Und wir machen dann im nächsten Viertelfinale weiter mit Dänemark gegen Frankreich. Bis dahin, macht's gut und ciao.